Herzensgrüße vom 23. Juni 2025. Der schmale Grat zwischen Wahrheit und Vermutung. Hallo ihr Lieben. Es sind Tage wie dieser, die einen mit Fragen zurücklassen. Nicht alles, was sich logisch erklären lässt, ergibt am Ende auch Sinn. Und manchmal erkennt man erst im Nachhinein, wie dünn der Faden war, an dem alles hing. Der Tod lauert in Myshkino und Beresino ist voller Stolpersteine. Der Tag begann mit schlechten Nachrichten. Dakel fiel im fernen Myshkino. Das zeigt mal wieder, auch wenn wir uns manchmal relativ sicher fühlen, das Leben ist gefährlich und man muss immer auf sich aufpassen. Auch Jannik hatte wieder einen Unfall. Dieses Mal überschlug er sich mit seinem Wagen, gleich 2-mal. Doch er fuhr am Ende unbehelligt weiter. Ich nenne das mal einen echten Fortschritt. Aber der Tag sollte noch ein paar Überraschungen für ihn bereithalten. Die Rückkehr der Olga-Brücke? Samuel meldete sich ebenfalls wieder. Seine geliebte weiße Olga. Alle Reifen weg. Ich musste an die merkwürdige Brückenkonstruktion aus der letzten Season denken. Déjà-vu mit Wiederholungstäter? Manchmal ändern sich nur die Namen, nicht die Muster. Aber vielleicht blieb in diesem Fall der Name sogar gleich. Ein Schuss bei Kamyschowo. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 hörte Schüsse bei Kamyschowo, prüfte die Lage und fand einen toten Unbekannten auf der Hauptstraße. Glatter Schuss, vermutlich von einem Sniper. Chernarus, du bist ein Grab. Auf dem Weg begegnete sie Steve und Safira. Sie nannten sich jetzt scherzhaft die Rentnertruppe und trugen noch immer pinke Armbinden. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 warnte sie erneut eindringlich. Das war zu nah und von Bausch und Nickels Orden. Aber auch neutrale Farben sind rar geworden. Und Frieden ist es ohnehin. Am Ende bestattete Süder die sterblichen Überreste im Meer. Von der Küste war der Unbekannte gekommen. Zur Küste würde er auch wieder zurückkehren. Ruhe in Frieden, Unbekannter. Ein alter Ekel. Jannik meldete gebratenes Menschenfleisch im Camp von Beresino. Ich dachte sofort an Nickel und von Bausch. Aber sie verneinten. Ja, in Prigorodki hatten sie es einst getan. Aber sie sagten, es sei vorbei. Ich hoffte, es stimmte. Ich machte nochmals unmissverständlich klar, kein Menschenfleisch in keiner Form. Nicht in unseren Camps, nicht unter unserem Schutz. Wenn Stille spricht. Es war spät geworden am Camp in Prigorodki. Silas war da, wie so oft, einfach plötzlich gegenwärtig, ohne großes Aufsehen. Und wie so oft saßen wir irgendwann einfach gemeinsam am Feuer. Es waren die stillen Momente, in denen ich dachte, es sei alles gesagt. Nur um dann eines Besseren belehrt zu werden. Trotz der stimmungsvollen Atmosphäre lag Angst wie Nebel über dem Camp. Jeder Schatten am Hang, jedes Rascheln im Gebüsch ließ mein Herz schneller schlagen, als würde der Schütze, der uns die letzten Tage hier immer wieder oder in Beresino beobachtet hatte, nur noch jetzt ein Auge auf uns werfen. War es wirklich nur eine Person? Oder waren es gar mehrere und ich sah Gespenster? Ich wusste es nicht, aber ich hatte ein seltsames Gefühl, als würde ich beobachtet werden aus der Ferne. Aber ich kam nicht dazu, mir zu viele Gedanken zu machen, denn plötzlich deutete Silas auf das Essenszelt. Es war wieder Zeit für eine seiner Botschaften. Mit Kürbiskernen legte er Buchstabe für Buchstabe und ich gab durch Nicken immer an, dass ich den Buchstaben verstanden hatte. Am Ende waren es 4 Zeichen. D-O-M-O. Ich starrte darauf und versuchte zu begreifen, was ich sah. Ein Name? Eine Botschaft? Ich fragte Silas, soll ich dich so nennen? Domo? Keine Reaktion, kein Nicken, kein typisches Zucken, kein leiser Sprung zur Bestätigung, wie sonst manchmal, wenn er Ja meinte. Nur Schweigen. Also fragte ich nochmals, halb laut, halb in Gedanken. Ist das eine andere Sprache? Wieder keine Antwort. In mir begannen die Gedanken zu kreisen. Ich erinnerte mich daran, dass Domo japanisch sein konnte. Vielleicht bedeutete es Danke. Vielleicht war es seine Art, sich zu bedanken dafür, dass er hier sein durfte. Für den Platz am Feuer, für das Camp, für die Ruhe, die wir ihm ließen. Dass wir ihn trotz seines Schweigens nicht verurteilten. Aber konnte das wirklich sein? Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Und doch, er zeigte mir oft die Herzgeste. Und ich hatte nicht vergessen, wie er seine Waffe verbrannt hatte. Ein Zeichen von Vertrauen. Ich glaube, es gefiel ihm hier, auch wenn ich noch nicht genau wusste, was er hier eigentlich suchte oder zu finden hoffte. Alles war immer etwas schwerer, wenn er so in sich gekehrt und schweigsam war. Ich hatte nur meine Gedanken, um ihn mir irgendwie zu erschließen.
Aber ich wusste schon jetzt, dass dies der Wahrheit vermutlich nicht ansatzweise gerecht werden würde. Silas jedenfalls nahm die Rolle still an, ohne sie zu bestätigen. Das reichte mir für den Moment. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass seine Botschaft ein fragmentiertes Puzzle war. Ich sollte ihn im Auge behalten. Er sagte inzwischen so viel mehr, nicht nur mit Worten. Ich war nur noch nicht in der Lage, hinzuhören. »Domo«, flüsterte ich. »Gut, dann bin ich gespannt, was du mir morgen zu sagen hast.« Dann ließ ich es dabei bewenden. Am Ende des Abends überreichte er mir noch ein 4-stelliges Zahlenschloss, das er gefunden hatte. Wortlos natürlich. Ich hielt es in der Hand, wog es eine Sekunde lang und sagte dann: »Für dein Haus, auch wenn du deine Hütte schon wohl sehr wohnlich eingerichtet hast.« Er nahm meine Worte nicht auf. Er blieb einfach. Herz aus Glas? Im Funk stieß die Rentnertruppe in meinen Kanal. Safira dachte noch immer über einen neuen Gruppennamen nach und auch wenn noch nichts entschieden war, spürte man, dass sie Wurzeln schlagen wollten. Dass sie blieben, freute mich. Und dann kam dieser eine Satz, einfach so, hingeworfen, wie ein Kiesel in einen stillen Teich. Herz aus Glas hatte mich Steve genannt. Er hatte gelächelt dabei und vielleicht war es ein neckisches Wortspiel wie damals, als mich ein Bambi einmal versehentlich oder absichtlich Herz aus Holz genannt hatte. Ich hatte darüber geschmunzelt, damals. Aber diesmal blieb das Lächeln nicht lange. Etwas in mir wurde still. Und dann dachte ich, was, wenn es stimmt? Was, wenn mein Herz längst spröde geworden war, dünn, durchsichtig, zerbrechlich? Ich spürte die feinen Risse, die niemand sah, weil ich weiter funktionierte, weil ich weiter lachte, weil ich weiter half. Aber in Wahrheit war ich müde. Vom Kämpfen, vom Erklären, vom Rechtfertigen, vom Aushalten. Ich weiß, dass Steve es nicht böse meinte. Und ich werde ihm nicht sagen, wie tief das saß. Manche Spiegel sind so klar, dass man nicht hineinschauen möchte. Heute war er mein Spiegel. Aber innerlich fragte ich mich, wie viele Einschläge noch, bis mein Herz wirklich bricht. Ein Herz aus Gold ist ein schönes Ideal, ein Ziel, eine Haltung. Aber an manchen Tagen fühlte es sich tatsächlich eher an wie Glas. Und trotzdem, ich mache weiter. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil ich nach wie vor glaube, dass es das Richtige ist. Ein Lachen zu viel. Yannick hatte das Menschenfleisch in Beresino nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bestattet. Ein Rest war noch im Camp geblieben, als Safira, Steve und Bernd ankamen. Und als er kurz unachtsam war, da begann er zu lachen. Wir nicht. Irgendjemand hatte ihn heimlich damit gefüttert. Heimtückisch. Kuro ist keine Legende. Wer tut so etwas? Wer spielt so mit dem Leben anderer, mit dem von Freunden? Am Ende starb Yannick. Diesmal freiwillig, um sich von dem Fluch zu lösen. Aber ja, er starb. Wieder kehrte er an die Küste zurück. Die anderen sicherten seine Sachen, immerhin. Ich blieb zurück mit Frust und Trauer darum, dass es ihm passiert war. Es hatte einen Grund, warum ich so vehement dagegen kämpfte, dass Menschenfleisch Einzug in die Camps erhielt. Warum ich den Beresino Boys auch bei dem Eid explizit das Versprechen abgenommen hatte, kein Menschenfleisch im Camp zu dulden. Daraus entstand nie etwas Gutes. Ein Schuss aus dem Wald. Dann fiel Steve. Ein Schuss, vermutlich vom Hügel oberhalb des Beresino Camps. Bernd hatte sich mit knapper Not in die Klinik retten können, doch der Täter war noch irgendwo da draußen. Ich war nicht vor Ort, aber ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 war es. Sie war heute als Campwache eingeteilt und sie reagierte sofort. Mit vorsichtiger Entschlossenheit pirschte sie sich durch das Unterholz, wählte einen alten Wildpfad auf halber Höhe und nahm Position ein. Geduldig, beobachtend. Aber ich wette mit klopfendem Herzen, denn im Funk hörte ich sie keuchen und fluchen. Trotzdem, nichts überstürzen. Dann ein Flackern im Augenwinkel, eine Bewegung. Viel zu spät sah sie es, aber sie hatte Glück und blieb unentdeckt. Jemand rannte den Hang hinauf, Waffe in der Hand. Die Silhouette war schwer auszumachen im Gegenlicht, aber da war keine Frage mehr. Die Person war eindeutig auf der Flucht. Sie drückte ab. Ein sauberer Schuss, kein Beinschuss, aber auch kein tödlicher Schuss. Der Fremde fiel. Doch als sie sich vorsichtig näherte, geschah's, was in solchen Situationen oft passierte. Die Leiche war nirgends zu finden. Kein Körper, keine Spur, nur raschelndes Gras, feuchte Erde und dunkle Ahnung, dass es noch nicht vorbei war. Und dann eine weitere Bewegung. Keine Zeit für Befragung, kein Raum für Zweifel, Instinkt und Pflicht. Noch einmal drückte sie ab und dieses Mal war es endgültig. Als sie sich über die Leiche beugte, blieb ihr für einen Moment der Atem stehen. Die Mönchskapuze als Kopfbedeckung und im Inventar eine pinke Armbinde.
Und die Kleidung, die, so sehr es mir das Herz auch zusammenschnürte, exakt zur Beschreibung eines Mannes passte, den ich am Morgen noch als Freund begrüßt hatte. Aber wie konnte das sein? War er es wirklich gewesen oder jemand, der ihn imitierte? Die Kleidung, die Armbinde, jemand, der falsche Spuren legte? Was, wenn jemand begonnen hatte, sich als Ordensbruder auszugeben, um genau diesen Verdacht zu sehen? Wer auch immer es war, er war bereit gewesen zu töten. Er hatte getötet. Und das vom Rande unseres Camps. Ich spürte Wut und Ohnmacht, aber ich war froh, dass Süder sich um alles gekümmert hatte. Aber da war diese eine Frage, die mich nicht losließ. Was, wenn es wirklich einer von ihnen war? Und ich ahnte nicht, welche Wendung diese Geschichte noch nehmen würde. Stattdessen dachte ich, nein, wenn es einer von ihnen war, dann war es ein Irrläufer, einer, der gefallen ist, nicht der Orden selbst. Und wenn es keiner war, dann stehen uns schwere Tage davor. Denn dann beginnt da draußen jemand ein neues Spiel. Eines, das mit Masken und Armbinden arbeitet. Und das macht es so gefährlich. Abholung, Begegnung, Zweifel. Als ich die Nachricht von den Schüssen erhielt, ließ ich alles stehen und liegen, holte mein Fahrzeug und machte mich auf nach den Weg gen Norden. Unterwegs nach Beresino sammelte ich Steve und Yannick ein. Beide waren inzwischen an der Küste gelandet, erschöpft, aber wohlbehalten. Die Fahrt zum Camp verlief ruhig, fast zu ruhig, doch in meinem Inneren rumorte es. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Und dann, kaum am Camp angekommen, stießen wir auf einen alten Bekannten, Bruder Nickel. Er kam als Bambi vom Norden her angerannt und sagte, er habe schon genug Schüsse für den Tag gehabt. Ich nickte verstehend. Ich hielt ihm die pinke Armbinde und die Kapuze entgegen, die ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 am Tatort gefunden hatte. Doch er winkte ab. Nein, das ist nicht meine. Ich wurde vor knapp einer halben Stunde beim Medical Airfield beschossen und habe meinen Saka verloren. Seine Stimme klang ehrlich und wütend. Aber mein Herz wollte es nicht sofort glauben. Die Beweislast war erdrückend. Und doch, wie sollte er gleichzeitig dort und hier sein? Als Nickel erwähnte, dass er beim Medic Airfield seinen roten Saka verloren hatte, zog sich in mir alles zusammen. Mein Blick wanderte in Gedanken unwillkürlich zu meinem eigenen, Hoffnung 2.0. Die letzte Erinnerung an all das, was mir genommen worden war und das Symbol dafür, was ich mir selbst zurückgeholt hatte. Ein Verlust, der mich schmerzen würde, mehr als ich es zugeben wollte. Ich nickte nur langsam, versprach die Augen offen zu halten, doch in mir wuchs die Sorge. Was, wenn das alles gar nicht stimmte? Reden konnte man viel. Wir tauschten Worte, vorsichtig tastend, und obwohl ich nicht sicher war, ob ich seine Erklärung vollkommen glauben konnte, war ich auch nicht bereit, ihn vorschnell zu verurteilen. Zu viele Fragen blieben offen, und wenn ich eines gelernt hatte, dann, dass die Dinge auch immer eine andere Erklärung haben konnten. Trotzdem konnte ich mir die eine oder andere Stichelei nicht verkneifen. Falls er es wirklich gewesen war oder jemand aus seinem Orden, sollten sie ruhig wissen, dass wir die Wahrheit kannten. Tja, und wenn nicht, dann würde sich die Sache bestimmt auch so bald aufklären. Also blieb er am Camp und wir beobachteten, wie immer in diesen Tagen, alles wachsam. Aber auch mit einem Rest von Vertrauen. Am Ende nahm er die Kapuze und das Armband entgegen und verließ das Camp wieder. Ich riet Steve und Saphira, auf eine andere Farbe umzusteigen. Vielleicht Rot, Rot für Mut. Die Schweizer Garde, die in Vergangenheit das rote Band beansprucht hatte, war ruhig geworden. Vielleicht war Platz für neue Wege. Zum Schluss? Am Abend saß ich am Feuer. Ich dachte über vieles nach, über die Sniper in den Hügeln, über Silas schweigende Präsenz, über Kuru, über den Orden, über all das Unausgesprochene. Dann flüsterte der Wind ein neues Wort in mein Ohr. Durchhalten. Und ich hielt durch. Für heute. Haltet auch ihr durch. Passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.